Lohnt sich ein Investment in die Linde-Aktie auch noch jetzt im Jahr 2025 oder ist der Zug abgefahren? Fakt ist, Linde hat den S&P 500 jahrelang klar geschlagen. 12% jährliche Rendite gegenüber nur 8% im S&P 500. In diesem Video schauen wir uns an, ob Linde weiterhin erfolgreich wirtschaften kann, was hinter diesem ganzen Erfolg auch steckt. Dazu schauen wir auf das Geschäftsmodell, auf die aktuellen Zahlen, auf Dividenden, auf Rückkäufe, auf Profitabilitätskennzahlen, schauen auf die aktuelle Bewertung und den Fair Value der Linde-Aktie und natürlich am Ende auf meinen berühmten Konkurrenzvergleich. Und das Ganze ist natürlich keine Anlageempfehlung, sondern nur meine eigene Meinung und meine Recherche und ihr entscheidet selbst, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Schauen wir uns als erstes mal das Geschäftsmodell der Linde an. Das Unternehmen ist das weltweit größte Industriegaseunternehmen und diese Gase sind eigentlich in so gut wie keiner der Branche verzichtbar. Denn Linde beliefert Kunden von der Chemie- und Energieindustrie über Metallverarbeitung und Elektronik bis hin zu Gesundheit, Nahrungsmittel und auch den Bergbau. Dadurch entsteht halt ein extrem breites Geschäft, das auch in Krisenzeiten recht stabil läuft. Konkret heißt das, dass Linde klassische Luftgase produziert, wie zum Beispiel Sauerstoff, Stickstoff oder auch Argon, aber auch Prozessgase wie Wasserstoff, Helium oder CO2, was während der Produktion verbraucht wird. Also Stoffe, die auch entscheidend sind für die Energiewende, die Halbleiterproduktion unter anderem oder auch die Medizin. Also Linde ist schon so ein unsichtbarer Riese im Hintergrund, ohne den viele Industrien einfach nicht funktionieren würden. Um die Gase zum Kunden zu bringen, da hat Linde ein cleveres System. Bei den großen Industrieanlagen wie Chemiewerken zum Beispiel wird das oft direkt on-site produziert, also da werden eigene Anlagen betrieben, die Linde auf dem Werksgelände sogar betreibt. Das sind also riesige Projekte, hohe Investitionen, aber auch extrem sichere und langjährige Verträge. Dann gibt es noch das Merchant-Geschäft, das sind flüssige Gase, die halt per Tanklaster transportiert werden. Und dann noch das Packaged-Segment. Hier bekommt der Kunde Gas in Flaschen, also in kleineren Mengen. Aber da hat Linde extrem viele Transaktionen, weil sie da einfach Massenware verkaufen. Das Ganze funktioniert wie so ein integriertes Versorgungsnetz. Die On-Site-Verträge, die haben eine Laufzeit von 15 bis 20 Jahren und garantieren halt stabile Einnahmen und haben auch Take-or-Pay-Klauseln. Das Merchant-Geschäft läuft in der Regel so 3 bis 7 Jahre, sorgt für effiziente Logistik und auch eine Dichte im Netzwerk und die Package-Gase, die haben eine sehr kurze Laufzeit in der Regel. Da gibt es Verträge von 1 bis 3 Jahren und dafür aber zahlreiche Transaktionen. Und das Ergebnis sieht man auch auf der Weltkarte hier ganz gut. Es gibt insgesamt über 1500 Anlagen und das globale Netz ist extrem dicht. Und der Cashflow aus diesen langlaufenden Lieferverträgen ist auch schon die erste Stärke der Linde. Daneben gilt noch als Stärke, dass sie einfach Zukunftsthemen abbilden, wie Wasserstoffnachfrage, CO2-Abschneidung oder auch die Halbleiterproduktion, die zusätzlich alle für Wachstum sorgen. Dazu hat Linde aber auch noch eine eigene Engineering-Sparte. Da produzieren sie selbst modernste Anlagen und holen so die technologische Kompetenz auch ins Unternehmen zurück. Und nicht zu vergessen ist Linde in über 30 Ländern auch präsent. Und damit haben sie eine gute Logistik, sie haben Einkaufsvorteile und auch geringere Risiken auf der Weltbühne. Das sieht man auch, wenn man mal auf die Umsatzanteile schaut, denn fast die Hälfte der Erlöse macht Linde in den Americas, also vor allem USA, Kanada, aber auch Lateinamerika, während Europa, der Mittlere Osten und Afrika noch 25% zum Geschäft beisteuern, Asia Pacific noch 20%. Die Engineering-Sparte ist recht klein, die macht nur rund 7% aus und die weiteren kleineren Bereiche 4%. Also man sieht, Linde ist geografisch sehr breit aufgestellt und baut sein Geschäft vor allen Dingen auf dem stabilen Gase-Segment auch auf. Aber Linde hat natürlich auch mit so ein paar Herausforderungen zu kämpfen. Vor allen Dingen ist die Nachfrage nach Gasen sehr konjunkturabhängig, vor allen Dingen in Chemie- oder Metallindustrie. Wenn da mal irgendwie die Konjunktur schwächelt, merkt das Linde auch sofort. Dazu kommen noch hohe Energiekosten, Rohstoffkosten, die zwar irgendwie an die Kunden durchgereicht werden, aber die Margen halt trotzdem belasten. Und als globaler Player in über 80 Ländern trägt Linde halt auch geopolitische Risiken hin von Wechselkursen bis zu Sanktionen, die irgendwo in irgendwelchen Ländern herrschen können. Transformation zur Dekarbonisierung, die ist halt teuer und teilweise auch abhängig von staatlichen Förderprogrammen der einzelnen Länder. Ja, trotz der Herausforderungen setzt Linde aber klar auf Wachstum.
Der CEO Sanjeev Lamba, der bleibt für die zweite Jahreshälfte 2025 zwar vorsichtig wegen der Wirtschaftslage auf der Welt, der betont aber, dass langfristig Linde weiter konsequent wachsen will und damit auch Mehrwert für Aktionäre schaffen will. Ja, dann kommen wir mal zu Punkt 2 meiner Analyse, der Profitabilität. Und hier liefert Linde seit Jahrzehnten schon beeindruckende Zahlen. Beim Umsatz, da sehen wir ein langfristiges Wachstum von ungefähr 9% pro Jahr, von unter 5 Milliarden Dollar in den 90er Jahren bis auf über 30 Milliarden heute. Noch spannender ist aber der Gewinn. Während der Umsatz stetig steigt, hat sich der Jahresüberschuss in den letzten 10 Jahren fast vervierfacht. Zuletzt lag er bei rund 7 Milliarden Dollar. Also Linde wächst nicht nur, sondern wird auch immer profitabler mit der Zeit. Und das sieht man natürlich auch an den Margen. Die operative Gewinnmarge liegt aktuell bei starken 26,9, also fast 27%. Und damit läuft das Geschäft schon effizient. Die Eigenkapitalrendite, die beträgt 17%. Also die können mit ihrem Kapital schon ordentlich umgehen, beziehungsweise mit unserem Kapital als Aktionäre. Und das Return on Invested Capital, also die Rendite auf das gesamte Kapital, Eigen- plus Fremdkapital, beträgt auch noch 11%. Das Unternehmen erzielt also schon stabile Gewinne auf das investierte Kapital. Wenn man mal so auf die Trends schaut, sieht man, dass vor der Corona-Zeit die Kennzahlen auch schon hoch waren. Dann kam die Corona-Krise, ist alles so ein bisschen eingebrochen, aber seitdem zeigen alle Trends eigentlich schön nach oben. Dann kommen wir mal zu Punkt 3 meiner Analyse, der Belohnung für uns Aktionäre. Die aktuelle Dividendenrendite, die liegt bei rund 1,2%. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so hoch, aber das Positive steckt hier im Wachstum, also im Dividendenwachstum, denn in den letzten 5 Jahren hat Linde die Ausschüttung im Schnitt um fast 9,5% pro Jahr gesteigert und über 10 Jahre hinweg im Schnitt immer noch bei 7,7% jährlich. Ja, noch beeindruckender ist auch die Kontinuität, denn seit 28 Jahren in Folge hat Linde die Dividende erhöht. Das zeugt schon für Verlässlichkeit. Die Ausschüttungsquoten liegen auch solide mit 36% auf den Gewinn und 54% auf den Free Cashflow. Da ist noch genügend Puffer nach oben für weitere Dividendensteigerung oder auch Reinvestitionen ins eigene Unternehmen. Spannend wird es dann auch bei der Sustainable Growth Rate, also die spiegelt die Entwicklung auch ganz gut wider. Und das Unternehmen kann hier, indem es die nicht ausgeschütteten Dividenden wieder zurück ins Eigenkapital fließen lässt, intrinsisch jedes Jahr um 10,8% weiter wachsen, also hätte die Chance dazu. Wenn es euch bis hierher gefallen hat und ihr keine weiteren Aktienanalysen mehr von mir verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Gefällt mir da und abonniert auch meinen Kanal. Ja, neben der Dividende belohnt Linde seine Aktionäre auch mit Aktienrückkäufen. Aktuell haben wir hier eine Rückkaufrendite von 2% pro Jahr. Sie haben aber auch die letzten Jahre eigentlich immer Aktien zurückgekauft und die Zahl der Aktien am Markt, die sinkt dadurch stetig, wobei unsere Investments dadurch mehr wert werden. Dann schauen wir doch jetzt mal auf den Total Return, wie viel Rendite uns ein Investment in die Linde auf die letzten Jahre eingebracht hätte. Ja, in den letzten 10 Jahren hätten Anleger mit Linde eine Gesamtrendite von 381% erzielt. Selbst ohne Dividenden wären es noch 343% gewesen. Schon ein Beweis für starke Kursentwicklung, dass wir hier fast ein Verfünffacher haben. Auf 5 Jahre liegt auch die Rendite bei über 107%, ohne Dividenden noch bei 97%, also auch auf 5 Jahressicht hätten wir hier einen Verdoppler im Portfolio gehabt. Dann kommen wir zu Punkt 4 und schauen uns mal die Verschuldung an und wie Linde so finanziell aufgestellt ist. Die Verschuldung ist ziemlich moderat. Zum EBITDA gerechnet müsste Linde nur ungefähr 1,8 Jahre arbeiten, um alle Schulden zurückzuzahlen. Und die Verschuldung zum Eigenkapital, die ist nur 9% und damit auf einem recht niedrigen Niveau und sogar rückläufig in der Tendenz. Die Zinsdeckung, die ist ebenfalls exzellent. Mit dem EBIT deckt Linde die Zinsen mehr als 18-fach auch ab. Und auch der Free Cashflow ist sehr, sehr positiv, denn langfristig steigt der an und auch wenn es zuletzt mal einen kleinen Rücksetzer gab. Kommen wir mal zu einem weiteren Punkt der Sicherheit. Der Buchwert je Aktie, der liegt bei 82 Dollar. Spannend wird es aber beim materiellen Buchwert, also beim Substanzwert. Der zeigt halt, was übrig bliebe, wenn man alle Vermögenswerte verkauft, alle Schulden tilgt und die immateriellen Werte wie Marken oder Patente dabei nicht berücksichtigt. Und bei dem Substanzwert ist Linde in letzter Zeit ins Negative gerutscht, also bei knapp minus 3 Dollar je Aktie. Also rein bilanziell übersteigen die immateriellen Werte wie Goodwill und so weiter harte Substanzwerte. Und ja, für ein kapitalintensives Unternehmen wie Linde
ist es jetzt zwar nicht ganz so untypisch, sollte man aber schon im Hinterkopf behalten. Gerade Value-Investoren sehen hier ein kleines Warnsignal. Ja, dann schauen wir mal auf die aktuelle Bewertung. Punkt 5 meiner Analyse. Das KGV liegt bei 33,6, das ist schon knapp über dem Marktdurchschnitt. Noch teurer wirkt aber das Verhältnis zum Free Cashflow mit 44,6-fach und das Kurs-Buchwert-Verhältnis KBV liegt auch bei 5,9, also bei fast 6-mal. Also Anleger zahlen schon ein Vielfaches des bilanziellen Eigenkapitals. Linde ist also echt kein Schnäppchen. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal, was eigentlich das Fair Value wäre. Und hier zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von $482 deutlich über dem durchschnittlichen fairen Wert liegt. Der liegt nämlich nur bei $413. Das entspricht einem Downside-Potenzial von 14% oder andersherum, Linde ist 14% überbewertet, laut den durchschnittlichen Kennzahlen von Investing Pro. Die Spanne der Finanzmodelle, die hier in Betracht genommen wurden, die reicht aber von $388 bis $492. Im Schnitt ist Linde aber überbewertet. Analystenschätzungen sehen das ein wenig optimistischer. Das Durchschnittsziel der Analystenschätzung liegt bei $509, das ist noch oberhalb des jetzigen Kurses, also Analysten sehen dort noch durchaus Kurspotenzial nach oben. Kurzer Einschub, wenn du weitere spannende Aktien entdecken willst, die das Potenzial haben, den S&P 500 outzuperformen, kann ich dir Investing Pro mit den ProPix KI-Modellen hier sehr ans Herz legen. Zum Beispiel gibt es hier den S&P 500 Samurai. Hier werden jeden Monat Aktien identifiziert, die das Potenzial haben, besser zu performen als der S&P 500. Diesen Monat August ist zum Beispiel Elevance Health, CVS Health Group, Texas Instruments oder HCA Health dabei. Den Link zu Investing Pro, den habe ich euch unten in meine Videobeschreibung gepackt und über meinen Link bekommt ihr auch 15% Rabatt. Ja, dann kommen wir schon zu Punkt 6 meiner Wettbewerbsanalyse und wir schauen erstmal, welche Wettbewerber überhaupt für Linde in Betracht kommen und gegen welche Wettbewerber sie sich so durchsetzen müssen am Markt. Zum einen gibt es dort Air Liquide aus Frankreich. Die sind sehr stark im Healthcare-Segment und ebenfalls auch bei Projekten zur Energiewende aktiv. Dann haben wir noch Air Products aus den USA. Die setzen auch auf so Megaprojekte im Wasserstoff- und LNG-Bereich und sie gelten als besonders aggressiver Investor, zum Beispiel auch in Saudi-Arabien. Dann gibt es noch das japanische Unternehmen Taiyo Nippon Sanso. Sie sind in Asien sehr aktiv und dort ein Schwergewicht und speziell im Elektronik- und Halbleiterbereich auch sehr gefragt. Und schließlich gibt es noch die Messer Group, ein deutsches Unternehmen, aber nicht an der Börse. Die sind auch ein relevanter Spieler in Deutschland und auch so im osteuropäischen Bereich, aber ein Privatunternehmen. Und für meine Analyse leider nicht relevant, weil ich da natürlich keine Kennzahlen mit vergleichen kann. Ja, welcher der Wettbewerber ist denn nun der profitabelste? Ja, beim Blick auf die operative Gewinnmarge, da führt Linde klar mit 27,8%. Dahinter folgen dann Air Products mit 23,5%, Air Liquide erreicht noch 19,4% und Nippon Sanso hat nur 12,2% operative Gewinnmarge und die liegen damit deutlich zurück. Und auch bei der Kapitalrendite, also bei dem ROIC, da liegt Linde deutlich vorne mit 11,1%. Aber so deutlich dann auch wieder nicht, denn Air Liquide, die folgen dann mit 10,6%, Air Products liegen aber weit darunter mit nur 6,8% und Nippon Sanso sind das Schlusslicht mit 5,9% ROIC. Wie sieht es denn bei der Verschuldung aus der Unternehmen? Hier zeigt sich eigentlich auch ein klares Bild. Air Liquide steht mit dem niedrigsten Wert von 1,6 mal des EBITDAs am solidesten da. Linde liegt mit 2 mal EBITDA im Mittelfeld. Nippon Sanso bringt es schon auf 3,2 mal EBITDA und Air Products ist deutlich am stärksten verschuldet mit 4,1 mal EBITDA. Bei der Bewertung anhand des KGVs liegt Linde mit 33,6 noch über Air Liquide, die haben 30,8. Deutlich teurer bewertet ist hier Air Products und Chemicals, die haben 42,4 als KGV. Am günstigsten erscheint hier Nippon Sanso mit 24,2, aber wir haben vorhin ja gesehen, die Profitabilität ist dort auch ein bisschen geringer. Bei der Dividendenrendite, da liegt Linde mit ihren 1,2% eher so am unteren Ende. Air Liquide bieten deutlich mehr mit 1,8%. Spitzenreiter momentan ist Air Products mit 2,4% Dividendenrendite. Nippon Sanso kommt nur auf ungefähr 1%. Ja, und dann wird spannend, welcher dieser Wettbewerber hätte uns denn die meiste Rendite in den letzten 5 Jahren eingefahren.
Ja, beim 5-Jahres Total Return zeigt sich hier ein sehr spannendes Bild, denn Linde liegt mit 107% schon gut, also klar vor Air Liquide, die hatten nur 73% Total Return. Air Products erreicht 41% Total Return. Der große Ausreißer, der hier positiv hervorsticht, ist hier natürlich Nippon Sanso. Mit denen hätten wir unglaubliche 215% Total Return erreicht in den letzten 5 Jahren. Ja, bei Linde hatten wir ja gesehen, die sind mit 14% überbewertet. Wie sieht es denn bei den Konkurrenten aus? Ist das da ähnlich? Ja, also beim Fair Value sieht man, dass alle Industriegasekonzerne aktuell überbewertet sind. Bei Linde liegt das mögliche Abwärtspotenzial, nenne ich es jetzt mal, bei rund 14%. Air Liquide und Air Product sehen hier ähnlich aus und Nippon Sanso hat sogar 18% Abwärtspotenzial. Natürlich muss man sagen, in all diesen Unternehmen steckt jede Menge Zukunftsmusik drin und ja, die Zukunft wird zeigen, ob die Unternehmen in ihre Bewertung dann auch reinwachsen. Ja, dann fassen wir mal zusammen, was meine Analyse so ergeben hat. Also Linde ist schon der Weltmarktführer mit stabilen Cashflows, die haben hohe Margen und auch eine starke Präsenz in vielen Zukunftsmärkten. Und Aktionäre, die profitieren auch von Dividenden, Dividendensteigerungen, von Aktienrückkäufen und auch einer echt starken Kursentwicklung, wenn das so weitergeht. Der Kurs des US-Dollars steht aktuell nahe des Allzeithochs. Das wirkt jetzt aktuell weniger einladend. Die Bewertung war ja auch recht hoch. In Euro hingegen ist die Aktie zuletzt etwas zurückgekommen, liegt halt am Wechselkurs und damit ein bisschen einstiegsfreundlicher. Also für einen Sparplaninvestor ist das vielleicht jetzt ganz interessant, aber so einen großen Einmalkauf würde ich jetzt gerade bei der Linde nicht tätigen. Wobei auf der anderen Seite ist die Linde eigentlich immer gut gelaufen. Ich weiß nicht, wann es dort mal einen wirklich günstigen Einstiegszeitpunkt überhaupt gab. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Linde haltet, ob ihr die Linde oder auch einen der Konkurrenten bei euch im Portfolio habt und wie er sich entwickelt hat. Wenn ihr euch für ein weiteres spannendes Unternehmen interessiert, von dem wir in Zukunft wahrscheinlich noch viel hören werden, dann schaut euch mal mein Video zur Powell Industries an. Das habe ich euch jetzt hier oben verlinkt. Und wenn ihr euch mehr für einen Dividendengeheimtipp aus Großbritannien interessiert, dann schaut euch auch mal die Bunzl an. Die habe ich euch ebenfalls da verlinkt. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, habt noch einen tollen Tag und ciao, ciao.